Ja, es geht immer noch ums Aufnehmen und dazu haben wir ja letzte Woche unseren kleinen Cubase Grundkurs gestartet und wollen damit natürlich heute fortfahren. Letztens haben wir uns die einzelnen Spuren angeschaut, sind bei den MIDI-Spuren hängen geblieben und genau dort soll es jetzt weitergehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. Heute wollen wir uns im zweiten Teil mit unserem Cubase Grundkurs weiter beschäftigen und dort soll es unter anderem um die Audiospuren gehen und wie ich auf eine Audiospur eine Aufnahme gestalte. Also viel Spaß! Ja, wie bekomme ich also jetzt einen Sound für diese MIDI-Spur? In dieser MIDI-Spur sind jetzt Noten eingezeichnet, aber die können ja keinen eigenen Sound erzeugen. Deshalb müssen wir jetzt einen Sound zuweisen. Wie kann ich das machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist, ich gehe jetzt an mein Keyboard, wähle mir irgendeinen Sound aus und wenn ich dann in Cubase hier abspiele, werden diese Noten hier mit dem Sound vom Keyboard erzeugt. Also ich gehe jetzt mal einfach an mein Keyboard, wähle einen String Sound und wenn ich jetzt hier auf Play gehe, werden die Noten im String Sound. Nehme ich eine Gitarre und spiele das Ganze ab, dann kommt natürlich der Sound der Gitarre. Ich habe schon mal ein Video eingestellt, wie ich den Genus als Instrument in Cubase einrichten kann. Das werde ich dann in der Videobeschreibung verlinken. Das geht natürlich nur mit Instrumenten, wo eine Instrumentendefinition für Cubase schon vorhanden ist. Beim Genus ist das der Fall. Und ich kann dann hier wählen, welcher Sound soll ausgewählt werden. Also wenn ich jetzt hier diese Kino Strings wähle und gehe auf Play, dann wird auch der Sound von diesen Strings ausgewählt. Wähle ich eine Orgel, dann wird auch der Sound einer Orgel ausgewählt. Nun gibt es natürlich in den größeren Cubase-Versionen einen Listeneditor, den finden wir hier unter MIDI Listeneditor. Und in diesem Listeneditor kann ich natürlich dann auch meine Soundwechsel einzeichnen. Dazu wähle ich mir den Controller aus. Und zeichne jetzt hier meine zwei Controller MSB und LSB ein und als nächstes brauche ich dann natürlich noch einen Programmwechselbefehl, den Programm Change, den ich hier als dritter Stelle einfügen möchte. Jetzt kann ich in mein Keyboard gehen. Dort werden mir die Sounds angezeigt. Und zwar finde ich das unter Menü. Und im Menü finden wir ganz unten unter Settings Voice Number Show. Ich kann euch das kurz einblenden. Also rechts unten Voice Number Show. Man sieht die MSB, LSB und Programm Change Werte. Ich kann mir jetzt also, wenn ich mir jetzt einen Sound aussuche, zum Beispiel sagen wir die 60er Ballade Gitarre, die hat den MSB-Wert von 8, den LSB-Wert von 33
und den Programm-Change 8. Also 8, 33, 8. 8, 33 und hier den Wert 8. Der erste Controller ist der CC0, der zweite Controller muss natürlich der CC32 sein. Und wenn ich jetzt von Anfang an abspiele, dann hört man auch diese Gitarre. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich aufnehmen. Dazu benötigen wir eine Audiospur. Durch Rechtsklick in dieses freie Feld können wir jetzt eine Spur hinzufügen und wir möchten als Eingang dieser Spur unseren Genus links-rechts zuweisen, den wir ja letztens in unserem Audio-Interface angelegt haben. Also wir wählen dort den Stereo-Eingang, an dem unser Keyboard angeschlossen ist. Das Ganze soll eine Stereospur sein und diese Stereospur ist natürlich dann auf unseren Stereo-Out geroutet. Wir können alternativ hier noch einen Namen vergeben. Ich nenne den jetzt einfach mal Aufnahme. Sagen Spur hinzufügen und haben jetzt hier eine Audiospur, die gleichzeitig den Namen Aufnahme bekommen hat. Wir sehen, als Eingangssignal ist hier unser Genus links-rechts vorhanden und der Stereo-Out ist unser Ausgangskanal. Und wir können jetzt einfach diese Noten, die wir hier in der MIDI-Spur erzeugt haben, können wir jetzt mit dem Sound, den wir ja ausgewählt haben, können wir jetzt einfach kurz aufnehmen, klicken also hier auf Aufnahme und haben genau diese Noten, die wir jetzt hier oben eingezeichnet haben, jetzt hier unten aufgenommen. So, wir haben also jetzt hier unsere erste Aufnahme gemacht. Die möchten wir natürlich gleich wieder löschen. Und jetzt geht es darum, dass wir ja von unserem Keyboard aus aufnehmen wollen. Wir sehen also, die Aufnahme hat jetzt hier geklappt. Wir können nochmal in unseren Mixer schauen. Unter F3 erreichen wir den und sehen jetzt hier unsere Eingangssignale. Und wenn ich jetzt auf dem Keyboard Tasten anschlage, haben wir natürlich hier einen Ausschlag gehabt. Das heißt also, wir haben das richtig angeschlossen und können jetzt hier unser Keyboard pegeln. Das heißt also, wenn wir jetzt auf unserem Keyboard etwas abspielen, dann sollte dieser Eingangspegel nicht in den roten Bereich kommen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich drücke auf meinem Keyboard einfach mal die Play-Taste. Wir sehen also, wir haben hier ein vernünftiges Signal. Wenn ich jetzt den Lautstärkeregler am Keyboard höher drehe, da sehen wir, dass es also schon knapp werden kann, wenn dann mal ein lauter Snare-Schlag kommt oder so, dann kann es durchaus passieren, dass wir hier in den roten Bereich reingehen. Also wir haben hier ein Signal so um ca. minus 12 dB, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und können mit genügend Headroom aufzeichnen. Das Ganze möchten wir jetzt natürlich erstmal tun. Wir schließen unseren Mixer hier wieder mit der Taste F3. Gehen an den Anfang unserer Spur zurück. Das können wir mit der Taste 1 auf unserem Nummernblock tun. Wir sind also jetzt hier am Anfang unserer Audioaufnahme und wenn wir jetzt unser Audio vom Keyboard aufnehmen, dann würde natürlich gleichzeitig auch dieser Sound noch mit aufgenommen. Wir müssen also diesen Sound jetzt hier stumm schalten, dass wir den nicht zusätzlich auf unsere Audioaufnahme noch bekommen. Gehen dann einfach mal ans Keyboard
Ich drücke jetzt hier Aufnahme und drücke den Play-Taster auf dem Keyboard. Hier habe ich noch einen Schieberegler, wo ich mir die Wellenform in entsprechender Größe anzeigen kann. So, wir beenden die Aufnahme, können jetzt zum Anfang zurückspulen und sehen, dass wir hier eine ordentliche Aufnahme gemacht haben. Wir können das Ganze noch mal kurz anspielen. Also die Aufnahme ist also gelungen und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Und das Ganze schauen wir uns dann natürlich beim nächsten Mal in abgewandelter Form an. Ja, das war also eine einfache Aufnahme als Audiospur und in den weiteren Folgen wollen wir uns das Ganze natürlich noch etwas komplexer anschauen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.